Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video unseres Tunesien Roadtrips. Wir stehen hier im Camp Smela, mitten in der wunderschönen Wüste. Bis ihr aber all die Aufnahmen rund um das Camp Smela seht, dauert es noch 2 oder 3 Videos. Aber auch in diesem Video gibt es eine sehr, sehr schöne Strecke. Wir starten im Ort Kebili und durchfahren dann den großen Salzsee, das Schott, fahren bis zur Dattelmetropole Tozeur. Dann geht es weiter zu einer coolen Star Wars Location und ganz am Schluss fahren wir nochmal an einen anderen Salzsee, denn da gibt es einen sehr schönen Felsen zu bewundern. Der nennt sich Camels Neck. Nicht Camels Neck, Camels Neck. Ja, dann nehmen wir euch jetzt auch mit. Auf geht's! Losgefahren bin ich am Lemua Beach, habt ihr am Schluss vom letzten Video gesehen, und ich bin hier auf dem Weg nach Kebili. Natürlich gibt es wieder eine Polizeikontrolle, gibt es ja in Tunesien sehr häufig, aber als Tourist wird man da in der Regel durchgewunken. Wenn man im Süden von Tunesien unterwegs ist, dann fallen einem diese kleinen inoffiziellen Tankstellen natürlich auf. Die verkaufen algerischen Treibstoff. Der ist günstiger als bei den offiziellen Tankstellen. Bei den offiziellen Tankstellen kostet der Diesel um die 65 Eurocent pro Liter. Und die Qualität hier vom algerischen Treibstoff sei aber sehr gut, sagen uns die Tunesier. Ja gut, man weiß natürlich nie, ob da noch irgendwas reingepanscht wurde. Wir haben jedenfalls immer bei den offiziellen Tankstellen getankt. Was nicht gut ist, ist der Umweltaspekt. Schaut mal hier, wie das aussieht. Da versickert natürlich Treibstoff im Boden. Hier sind wir schon auf dem Campingplatz in Kebili, der nennt sich Le Ami du Camping und die Staubteufelchen sind auch schon da, ihr seht sie dort hinten. Der Platz wird geführt von Arafat und seiner Frau Latifa, die beiden machen das mit viel Herzblut und hier rechts seht ihr das Dusch- und WC-Häuschen, alles immer blitzblank sauber. Das hier sind die Kids vom Arafat und hier ist Arafat. Hier ist the bread. Yes, fresh bread. Fresh bread. Very good. Hot, my friend. It's warm. Yes, warm. Wow. Thank you very much. Yeah, you're welcome, my friend. Arafat hat auch einen eigenen Palmenhain direkt beim Campingplatz. Der baut dort seine eigenen Datteln an und man kann da auch wunderbar mit dem Hund spazieren gehen. Yes, my name is Arafat. Yeah. Okay. Born in Kebili. Yeah, we are driving here in Kebili. Yes. Alles klar, Chef? Alles klar. Ist okay. Ja. Es ist nicht schwer zu erraten, wo wir hier hingefahren sind, nämlich in einen Alkoholladen. Denn bald beginnt der Ramadan und dann wird es hier insbesondere im Süden von Tunesien richtig schwierig, noch irgendwo Wein oder Bier einzukaufen. Deshalb decken wir uns hier großzügig ein, denn bald wollen wir ja weiter südlich in die Wüste fahren. Zurück auf dem Campingplatz gibt es erstmal einen leckeren Tee. Tea time. Tea time. So, hier ist Latifa und Arafat und die haben uns was ganz Leckeres zum Abendessen gezaubert. Und du erklärst jetzt mal, was es hier gibt. You explain what it is. Yes, yes. So, my friend, you're welcome. And it's a very big pleasure to be here together to enjoy our meal. Yeah. So, it is a soup. This is a soup. Mhm. Yeah, with rice. Yes. And it is salads. Mhm. And it is a rice. Reis. And it is bricks. Brick. Yes. Very yummy. Yeah. And dates. And dates. Yeah. Das Wasser hier auf dem Campingplatz in Kebili, das schaut ziemlich klar aus. Deshalb machen wir hier nochmal unseren Wassertank voll, bevor es heute weitergeht in Richtung Tozeur. Hier verlassen wir Kebili, wir durchfahren einige kleinere Oasen und Ortschaften und freuen uns auch immer, wenn links und rechts der Straße so kleinere Märkte sind. Hier sind wir bereits bei der Anfahrt zum großen Salzsee, der nennt sich Chott El Djerid und zusammen mit dem Nachbarschott bildet diese Gegend die größte Salzwüste der gesamten Sahara. Ein richtiger Salzsee ist das aber nicht, denn der ist schon ziemlich ausgetrocknet.
Wenn es aber dann mal geregnet hat, dann entstehen so flache Salzseen oder eben solche Salzsümpfe. Wenn es trocken ist, dann glitzert das Salz richtig, insbesondere in der Sonne. Man könnte dann meinen, da würde Schnee auf der Oberfläche liegen. Und ihr werdet das noch sehen in einem späteren Video, denn wir kommen ja nochmals zurück. Bis in die 70er Jahre war übrigens das Überqueren dieses Salzsees recht schwierig, denn es gab nur eine Piste, immer wieder auch unterbrochen von solchen Schlammdurchbrüchen. Ja, und in den 80er Jahren wurde dann dieser Damm gebaut mit einer Teerstraße drauf und seitdem ist das Überqueren des Salzsees völlig problemlos. Die Gesamtlänge des Dammes beträgt 40 Kilometer. Hier durchfahren wir gerade Tozeur, leider im Regen. Tozeur werden wir uns dann später natürlich noch anschauen. Ja, hier in Tozeur gibt es leider keinen richtig guten Stellplatz. Es gibt aber einen Campingplatz ganz in der Nähe in einem Palmenhain. Das Büro vom Campingplatz befindet sich hier in Tozeur und wir telefonieren mit dem Inhaber, der kommt dann auch gleich und bringt uns mit seinem Moped, der fährt hier vorne weg, zum Palmenhain. Hier sind wir nun mitten im Palmenhain. Der ist riesengroß und man kann stehen, wo man will. Ja, das Schöne hier an diesem Campingplatz ist, es gibt einen Inhouse-Pool mit warmem Quellwasser. Sand und Regen ergibt eine richtig dicke Dreckschicht. Das führt dann dazu, dass der Solarertrag gegen Null geht. Da hilft nur eines, aufs Dach steigen und die Solarpanels mal richtig reinigen. Ist klar, dabei saut man sich auch noch richtig gut ein. Das Wetter ist ja nun wieder gut und deshalb wollen wir uns jetzt am Nachmittag mal das Städtchen Tozeur anschauen. Tozeur mit seinen gut 40.000 Einwohnern ist ja nicht nur bekannt für seine hervorragenden Datteln, sondern auch für die ausgeprägte Lehmziegelarchitektur und diese hübschen beigefarbenen Häuser sieht man überall im Stadtzentrum. Wie sich das für eine Dattelmetropole gehört, kann man hier an jeder Ecke wirklich gute Datteln kaufen. Wenn man Datteln kaufen möchte, dann am besten lose bzw. noch am Stiel. Besser nicht in Packungen kaufen, denn ab und zu verstecken sich in diesen Packungen Würmer und das wäre dann nicht so lecker, obwohl diese Packungen natürlich sehr schön aussehen. Wir bekommen gerade noch den Schluss vom Fischmarkt mit. Und gleich nebenan ist der Metzger und dort gibt es heute frisches Kamel. Nun schlendern wir vom Marktplatz rüber zur Altstadt, das heißt zur Medina. Wir sind nun in der Medina von Tozeur. Es gibt auch einige kleinere Handwerksbetriebe, wo man bei der Arbeit zuschauen kann. Aber ansonsten geht das hier doch deutlich gemächlicher zu als in anderen Medinas, die man vielleicht kennt, zum Beispiel die Medina von Tunis oder die Medina von Marrakesch in Marokko. Aber es gibt auch hier schöne kleine Geschäfte, insbesondere Teppiche kann man kaufen. Und dann entdecken wir noch dieses Café, das Café Berber. Klar, dass wir das Café Berber noch ausprobieren möchten, denn in 2 Tagen beginnt der Ramadan und dann bekommt man im gesamten islamischen Raum, also auch hier in Tunesien, tagsüber nichts mehr zu essen und nichts mehr zu trinken, also alle Cafés sind geschlossen. Insofern freuen wir uns, dass das Café hier noch offen hat und wir noch einen guten tunesischen Tee bzw. Kaffee genießen können.
Am nächsten Morgen verlassen wir den Palmenhain und fahren in Richtung Wüste. Wir fahren von Tozeur nach Nefta, das ist nur gut 20 Kilometer entfernt, und hier durchfahren wir bereits das Stadttor von Nefta. Nefta werden wir uns später noch anschauen, wir wollen erstmal weiter in die Wüste. Unser erster Stopp wird ein Drehort für den Star Wars Film sein, der extra für den Film in der Wüste aufgebaut wurde. Gleich sind wir da und hier warten bereits die Kamele auf die Touristen. Ja, ich zeige euch jetzt den Drehort mal aus der Vogelperspektive. Im Star Wars Film hieß diese Location Mos Espa. Die Star Wars Kenner werden das bestimmt sehr schnell wiedererkennen. Ja, wir stehen hier direkt bei den Dünen, wunderschön, und weiter hinten bei den Dünen kann man auch sehr gut über Nacht stehen. Wir machen jetzt mal einen Spaziergang durch diese Star Wars Filmkulisse. All die Gebäude wurden extra für den Film aufgebaut, sind also nur Attrappen. Das sieht man relativ schnell, wenn man da mal reinschaut. Aber all die Gebäude erzeugen immer noch diese spezielle außerirdische Stimmung. Leider sind die Tunesier, die hier beim Drehort sind, doch ziemlich aufdringlich. Ständig wird man gefragt, ob man mit dem Kamel reiten möchte oder irgendwelche Kristallsteine kaufen möchte. Wenn man das nicht will, wird man sehr direkt gefragt, ob man was geben möchte, also Kugelschreiber oder Schokolade oder am besten gerade Geld. Wenn man schon was kaufen möchte, dann hier auf dem kleinen Markt solche Sandrosen. Gleich bei der Star Wars Location beginnt die Sandpiste zum Salzsee. Der hat einen unaussprechlichen Namen und deshalb blende ich den hier mal ein. Hier überholen uns Motorradfahrer und das sieht echt schön aus, wie die hier über die Sandpisten des Salzsees ziehen. Es ist wirklich wichtig, dass man hier auf dem Salzsee die Orientierung behält. Unser Navigationssystem Maps.me hat die Orientierung verloren, die Route wurde nicht mehr sauber angezeigt. Und ihr seht ja, es gibt hier verschiedene Pisten. Gott sei Dank haben unsere Reisefreunde, die Staubteufelchen, noch die korrekte Route gehabt. Was eben passieren kann, wenn man sich abseits der Route verliert und dann irgendwo im Salzsee stecken bleibt, habt ihr ja im Video Nummer 2 gesehen, als es um die Bergung des LKWs der Staubteufelchen ging. Es ist sinnvoll, Funkgeräte dabei zu haben, wenn man zu zweit unterwegs ist. Hier fahren die Staubteufelchen vor, checken die Route, denn man weiß ja nie, was sich hinter der Bergkuppe versteckt. Hier alles gut, ich kann auch kommen, denn wir wollen ja noch näher an den Salzsee heran. Zuerst machen wir aber mal eine Pause und aus der Vogelperspektive erkennt man gut den Salzsee dort hinten. Der leuchtet richtig, man könnte meinen, da liegt Schnee, aber das sind wirklich nur die Salzkristalle. Da ist ja kein wirkliches Wasser, das ist eher so ein Salzsumpf und obendrauf liegen eben die Salzkristalle, die in der Sonne glänzen. Wir fahren noch etwas näher an den Salzsee heran. Die Piste haben wir natürlich vorher getestet und die restlichen Meter zum Salzsee gehen wir dann zu Fuß. Wir fahren noch ein paar Kilometer weiter, denn wir wollen ja noch bis zum Camel's Neck. Jetzt fahre ich mal vor, gehe mal die Piste auskundschaften und wie gesagt, Funkgeräte sind in solchen Situationen extrem nützlich. Ja, ich bin natürlich gespannt, was sich hinter dem Hügel versteckt.
Kaum fahre ich über den Hügel, eröffnet sich mir ein grandioses Panorama hin zum Salzsee. Das ist ja der gleiche Salzsee wie eben, nur ein bisschen weiter östlich. Und dort hinten sieht man schon die markante Felsformation, den Camels Neck. Den Camels Neck wollen wir uns unbedingt noch anschauen, also laufen wir da zu Fuß hin, denn die Piste erscheint uns für unsere Fahrzeuge ein bisschen zu weich. Ja genau, da oben müssen wir hin, hier stehen wir schon und für mich, der nicht so ganz höhenfest ist das hier oben schon eine ziemlich schwierige Nummer, denn es ist auch noch sehr, sehr windig. Aber der Blick von hier oben auf den Salzsee, der ist schon wirklich beeindruckend. Und ganz dort hinten stehen unsere Fahrzeuge. Wir könnten jetzt auf dieser Piste weiterfahren, zurück nach Tozeur, aber diese Piste wird als schwierig fahrbar beschrieben, also trauen wir uns das nicht und nehmen die gleiche Strecke zurück, also über die Star Wars Location, werden aber nur bis zum Städtchen Nefta fahren, denn dieses kleine Städtchen wollen wir uns ja auch noch anschauen. Das ist jetzt hier unser kleines Overländer-Camp in Nefta. Ist auch der letzte Abend vor Beginn des Ramadan. Das heißt, wir können heute noch mal bei Tageslicht schön draußen essen und ein Bierchen trinken. Und genau das machen wir jetzt. Wie das hier ausschaut, das zeige ich euch jetzt. Das ist also das Restaurant Zombrita in Nefta. Da kann man wirklich sehr lecker essen. Und es ist super zentral gelegen. Von hier aus sind es nur ein paar Schritte bis zur Altstadt. Ja, und dann gibt es hier eben noch so einen abgetrennten Bereich, da ist eine Mauer drumherum, da sind wir mit unseren beiden großen Fahrzeugen noch so ganz knapp durchs Tor gekommen. Ja, und hier genießen wir einen wunderschönen Abend vor dem Ramadan. Am nächsten Morgen starten wir zu unserem Stadtrundgang in Nefta. Hier laufen wir durch die Oase, wir wollen zum großen Thermalbecken. Und unterwegs sehen wir immer wieder schöne Vegetation. Das ist das Thermalbecken. Früher war das mal ein natürlicher Thermalpool, heute eben leider mit Beton eingefasst. Die Altstadt von Nefta besteht, ähnlich wie in Tozeur, zum großen Teil aus diesen Lehmziegelbauten mit vielen Verzierungen. Das gefällt uns richtig gut und wir lassen uns hier durch die Altstadt treiben. Für uns geht die Reise nun weiter. Im nächsten Video fahren wir auf die Rommelpiste, wir fahren zum wunderschönen Buhetma Nationalpark und dann ganz am Schluss auf die Kerkenna-Inseln. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!